Eure Motorhaube hält nicht mehr von allein. Ja, das liegt vermutlich hier an dem Dämpfer. Wie man den austauscht, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also zuallererst einmal müssen wir an der Unterseite diese Metallfeder im Prinzip, die verriegelt den Kugelzapfen im Dämpfer. Die müssen wir nach hinten, ja, hier ist mein Licht immer wieder ausgegangen, müssen wir nach hinten so ein bisschen rausziehen. Kann man auch einfach ganz rausziehen, aber ja, ist hier jetzt auch passiert. Die kann man dann auch wieder in den Dämpfer reinmachen, beziehungsweise im neuen Dämpfer ist hoffentlich eine neue Klammer. Ist aber ein bisschen nervig. Genau, und dasselbe machen wir auch an der Motorhaubenseite quasi. Dann können wir hier mit dem Schraubenzieher einmal den Dämpfer vom Kugelzapfen weghebeln. Ja, hier oben ist mir jetzt die Klammer leider wieder reingesprungen. Genau, dann kann man den Dämpfer an der Unterseite einfach durch die Hebelwirkung rausdrehen vom Kugelzapfen. Ich baue den noch wieder ein, weil meiner ist noch gut. Wird quasi wieder draufgesteckt einfach und die Klammer reingedrückt. An der Unterseite ist schon ein bisschen schwieriger, da im Bestfall einen Besen reinklemmen, damit die Motorhaube offen bleibt, oder eine zweite Person, die die Motorhaube hält, während die das unten reinmacht. Genau, für weitere Videos gerne auf unserem Kanal vorbeischauen. Wir haben eine Playlist zum VW Passat mit mittlerweile etlichen Anleitungen.